Es ist jetzt erstmal in jeder Gruppe schon mal anders. Also in einigen Gruppen wird es eingeteilt, wer zusammensitzt. In zweiten Geigen, glaube ich, und in Celli teilen sie das ein. Das macht der Diensteinteiler. Und bei uns in der Gruppe ist es aber so, dass sich jeder eigentlich hinsetzen kann, wo er gerne möchte. Man kommt also zur ersten Probe eines Projektes, hat sich möglicherweise mit dem einen oder anderen Kollegen vorher schon verabredet. Oder aber man sieht eben, wo ist noch ein Plätzchen frei, wo setze ich mich gerne dazu, mit wem würde ich dann spontan gerne spielen. Und so entsteht dann Woche für Woche diese jedes Mal veränderte Sitzordnung und wie gut kann man mit jemandem zusammenspielen. Da gibt es diverse Parameter, angefangen von der Intonation über Bogeneinteilung, all diese geigentechnisch spezifischen Dinge, die eine Rolle spielen, warum man sich mit dem einen vielleicht besser versteht als mit dem anderen am Pult. Also ich zum Beispiel bin jetzt sehr nervös oft im Konzert und mir hilft das auch, meine Nervosität besser in den Griff zu bekommen, wenn ich neben Leuten spiele, bei denen ich mich irgendwie geborgen fühle oder die mich sehr gut kennen, die genau meine Schwächen und meine Stärken kennen. Und mit manchen kann man am Pult einfach auch besser irgendwie kommunizieren als mit anderen. Wir sind auch die gleiche Generation. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich merke so bei den jüngeren Kollegen, dass die natürlich auch sehr oft sehr gern zusammenspielen. Ich frage schon manchmal, ob, wenn ich dann komme, ist da ein Platz frei? Und die sind dann auch oft einfach schon verabredet. Es kommt noch was dazu, ganz was Wichtiges. Wir haben im selben Probespiel unsere beiden Stellen uns erspielt. Das ist dann vielleicht auch Schicksal. Das wenn man das schon beim Probespiel trifft. 1990. 90 war es, ja. Sinnvoll ist es aber trotzdem natürlich, wenn man immer wieder auch wirklich durchwechselt. Also, dass sich das Ganze nicht zu sehr verfestigt und dann immer nur noch dieselben Leute mit denselben spielen, weil man ja auch die eigene Flexibilität schult, wenn man hier abwechselt. Aber auch da ist es ja dann am Ende entscheidend, dass man im Lauf dieser 2, 3 Probentage so einen gemeinsamen Nenner findet, dass man so einen Gruppenklang findet, der sich mischt. Und das passiert normalerweise eben auch automatisch. Und das ist ja immer wieder das Faszinierende, dass sich ein gemeinsamer Klang, ohne dass man groß darüber Worte verliert, dann im Laufe von einigen Probenstunden entwickelt. Jedes Alter bringt ja auch so gewisse spezifische Vorteile mit sich. Also wenn ich jung bin, Mitte 20 direkt vom Studium komme, bin ich normalerweise technisch, motorisch auf höchstem Niveau. Die Leute sind heute unglaublich gut ausgebildet, alle die kommen also wirklich und spielen makellos fantastisch, wo ich mir den Hut ziehe und mir denke, ich bin eigentlich wahnsinnig froh, dass ich da überhaupt noch mitspielen darf. Also ich habe einen ganzen Generationswechsel schon erlebt. Ich bin jetzt schon fast 35 Jahre im Orchester, also mit einer der ältesten Kolleginnen sozusagen. Vor 12 Jahren war so ein richtig großer Bruch. Da sind sehr viele ältere Kollegen in Rente gegangen, in relativ kurzer Zeit. Und es kam ein ganzer Schwung jüngere Kollegen nach. Und zuerst war das für mich schon sehr seltsam, weil ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin in einem völlig neuen Orchester, als hätte ich das Orchester gewechselt. Und das fand ich auch sehr schwierig, weil ich habe das alte Orchester auch wahnsinnig geliebt. Aber jetzt inzwischen habe ich mich damit auch irgendwie abgefunden und daran gewöhnt. Und es ist jetzt halt komplett anders für mich. Jetzt gehört man plötzlich nicht mehr zu den Jungen, sondern zu den Älteren. Der Vorteil, wenn man eben so einige Jährchen Berufsroutine dann angesammelt hat, ist, man spürt besser, wo wirklich die Fallstricke in den Stücken lauern. Ich profitiere von den jungen Leuten, die so derart fit ins Orchester kommen, insofern, als ich mir denke, ich will da noch mithalten und da muss ich halt ein bisschen mehr üben, weil natürlich in meinem Alter ist das alles nicht mehr ganz so einfach. Und die Jungen vielleicht profitieren davon, dass man ab und zu mal sagt, okay, hier Vorsicht und hier aufpassen, so ganz abgesehen davon finde ich es auch immer spannend, mir Dinge abzuschauen von anderen Leuten, wo ich mir denke, so macht er das. Ob das jetzt
ein Fingersatz ist oder einfach eine technische Ausführung. Dieses Arbeiten in der Gruppe, eben nicht allein in einem Büro zu sitzen, sondern mit anderen Menschen was zusammen zu machen und auch dann ein schönes Ergebnis zusammen zu erwirken, das war für mich ein ganz wesentlicher Grund, Orchestermusiker werden zu wollen. Man kennt es einfach nicht anders. Man ist immer in dieser Gruppe und in dieser Nähe zusammen mit all den Vor- und Nachteilen, die es bietet. Man muss halt jeden Morgen frisch gewaschen zum Dienst, dann ist schon in Ordnung. Und manchmal kommt mir das schon so vor, das sind fast wie Familienmitglieder, im guten und im schlechten Sinne. Also deswegen hat man auch vielleicht manchmal zu wenig Hemmung, dann irgendwelche Kritik auch mal zu äußern. Und dann gibt es natürlich schon auch Konflikte, klar. Aber diese Nähe zu den Kollegen, die man empfindet, die finde ich schon sehr besonders, weil man macht etwas zusammen auf dem Podium, was einen teilweise zutiefst bewegt und berührt. Man hängt einfach schon sehr stark an so einem Orchester und an den Kollegen in jeder Hinsicht. Wir haben ja alle also fast alle Musiker haben als kleine Kinder angefangen zu spielen. Und bei mir ist es, solange ich denken kann, begleitet mich die Musik und das Orchester. Und das gilt ja für uns alle. Und ich glaube, das ist schon eine sehr starke Sache, die einen verbindet. Die meisten Menschen ergreifen den Beruf, nachdem sie ihre Schule fertig haben. Aber wir haben das ja alle eigentlich zumindest im Geiste oder schon viel früher getan. Also ich war mir schon mit 14, 15 relativ sicher, dass ich vielleicht Geige studieren würde. Wenn man sein Hobby dann zum Beruf machen kann, das ist erstmal ein großes Geschenk, ein Riesengeschenk und das verbindet, denke ich, auch sehr. In der Garderobe zum Beispiel, hinterher bei den Damen zumindest, wird eigentlich immer zumindest kurz über das Konzert geredet. Da sagt jeder mal schnell seinen Eindruck oder was besonders schief gelaufen ist und was ganz hervorragend war. Und manchmal kommen da teilweise auch ganz unterschiedliche Dinge raus. Also wenn ich ein Konzert als sehr gelungen empfand, dann kommt ein Kollege von der anderen Seite irgendwie und sagt, oh, das war aber diesmal gar nicht so. Und das kommt schon vor. Aber es gibt trotzdem auch, sagen wir jetzt so Sternstunden, wo alle rausgehen aus dem Konzert und einfach wirklich überwältigt sind. Und da braucht es dann manchmal unter Umständen auch gar nicht so viele Worte drüber.